So, hallo Leute, hallo liebe Motorrad, liebe Rollerfahrer, euer Motorradtourer, grüßt euch. Die Naomi von EasyZone hat mich angeschrieben, ob ich nicht mal einen Bericht über die heizbaren Handschuhe machen könnte, die von EasyZone hier im Versandhandel angeboten werden. Nachdem ich jetzt die Handschuhe bekommen habe, möchte ich euch mal zeigen, wie es kommt, aus was sie bestehen, wie das Material ist und wie sie sich in der Praxis anfühlen. Ich habe heute Morgen schon eine kleine Rundfahrt gemacht. Leider konnte ich das nicht filmen, da die Helme, die ich momentan habe, nicht mit Kameras bestückt sind. Fangen wir mal mit der Verpackung an. Also, die werden geliefert in so einem Säckchen, da ist dann alles drin. Das sieht recht gut aus. Ich kann die da drin wieder verstauen. Und ich kann natürlich jederzeit auch irgendwas anderes reintun. Das sieht schon wasserabweisend aus. Also ich denke, dass das schon recht okay ist. So. Ansonsten wird geliefert ein paar Handschuhe. Die Handschuhe werden im Versandhandel angeboten für 94,90 €. Den Link gibt es hier unten. Die Handschuhe werden angeboten in den Größen M, L, XL und XXL. Ich trage normalerweise bei den Held-Handschuhen und bei den Ruka-Handschuhen, die ich trage, immer die Größe M bzw. 10, je nachdem welcher Hersteller. Die Größe hier ist mir wirklich zu klein, also M, da komme ich kaum rein. Ich brauche also hier schon ein XL. Das müsst ihr einfach beachten, wenn ihr sowas mal bestellt, dass die einfach mindestens eine Nummer größer sind, wie das, was ihr normalerweise tragt. Dann haben wir hier noch drin die Bedienungsanleitung, auch in Deutsch. Ich habe dazu leider keine Freigabe, also kein EC-Papier dazu gefunden. Ich weiß jetzt auch nicht, sind die freigegeben, aber ich denke schon, weil sonst dürften sie eigentlich hier noch in den Verkauf kommen. Also ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall nichts gesehen. Wir haben dann zwei Akkus dabei, 2400 mAh. Mit den Reichweiten komme ich nachher noch dazu. Es ist dabei ein Ladekabel mit Anschluss für zwei Akkus. Die Akkus sind übrigens vorgeladen. Ich habe es jetzt noch mal drin gesteckt. Die haben jetzt, bis sie umgeschaltet haben auf grün, nochmal 20 Minuten gebraucht. Und ganz wichtig, ein Adapter 220 Volt für unser Stromnetz. Das Herstellungsland der Handschuhe kommt natürlich aus China. Ansonsten wäre es wohl kaum möglich, die so günstig anzubieten. Das System von den Handschuhen habe ich hier mal aus dem Internet kopiert. Man sieht hier das recht gut. Die haben also hier hinten wird der Akku verstaut und dann heizen die so. Ich habe 3 verschiedene Stufen. Und was auch noch wichtig ist, ich habe oben, ohne dass ich aussetze, 2 Touchscreen-Auflagen, damit ich ein Touchscreen bedienen kann. Punkt 4, Material. Also die Außenhaut der Handschuhe ist aus Polyester, soll wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv sein. Der Innenbereich ist aus Baumwolle und aus Samt, was insgesamt an der Hand sich sehr gut anfühlt und sehr wärmend ist. Also ich habe sofort, auch ohne dass ich die anhabe, ziehe ich die an und ich habe sofort eigentlich ein sehr gutes Gefühl und ich habe auch ein sehr gutes Griffgefühl. Das liegt natürlich auch an der Außenhaut, die mit diesem wasserabweisenden Material eigentlich schon sehr leicht zu tragen sind und nicht ganz so schwer sind. Allerdings würde ich sie eher als Ski- oder Rollerhandschuh sehen, wie als Motorradhandschuh. Da komme ich aber gleich drauf. Punkt 5, Heizung. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass hier hinten dieses Fach für den Akku ist. Ich mache da auf, der Reißverschluss soll auch wasserdicht sein. Ich mache da auf und stecke einfach diesen Akku an und verstaut diesen Akku dann hier in der Tasche. Das ist wirklich also sehr einfach alles. So, guckt dann, dass der Akku nicht so auf der Hand liegt und habt das jetzt drin.
Handschuh ziehe ich an. Also wie gesagt, sitzt sehr gut. Hier vorne habe ich ein paar Polster drin, genauso wie hier in der Hand. Also ich habe hier ein Polster drin, also das ist ein sehr gutes Polster, auch sehr dick. Und ich habe hier am Innerfinger auch nochmal Polster drin. Hier habe ich das Klettband, um das zu spannen. Und hier hinten ist eine Kordel, um auch zu spannen. So. Grundsätzlich gilt, dass der Handschuh eigentlich im Winter, also laut Aussage von, ich habe da mit Spezialisten von Daniel und von Luca schon gesprochen, soll eigentlich der Handschuh immer unterhalb der Jacke getragen werden. Das heißt, die Stulpe lasse ich unterhalb der Jacke, ziehe die Jacke drüber, damit das Wasser, wenn es regnet, nicht hier hinten eindringen kann. Was eigentlich auch logisch ist. Wenn ich die Stulpe außen drüber trage, ich habe die Hände immer ein bisschen nach unten und es läuft das Wasser von der Jacke hier rein, ist es ganz klar, dass das innen feucht wird. Das kann ich also auch gar nicht vermeiden. So, die Heizung der Handschuhe. Hier ist der Schaltknopf, ich bleibe da schon für ein paar Sekunden drauf, dann leuchtet es rot. Rot bedeutet eine Wärmezeit von 4 Stunden bei 60 Grad. Also das ist wirklich schon, also das ist sehr warm. Also ich kann auf der BMW, die ich normalerweise fahre, oder auf der Moto Guzzi haben die Heizgriffe 2 Stufen bzw. 3 Stufen. Auf der Stufe 2 ist es mir immer zu warm, aber das hier, die 60 Grad, sind mindestens genauso warm. Und 4 Stunden ist eine Zeit, wo ich eigentlich schon, ja, im Winter werde ich wahrscheinlich 4 Stunden am Stück auf dem Motorrad sitzen. Dann kann ich hier umschalten. Das wäre die zweite Stufe. Das sind jetzt 5 Grad weniger. Also das sind 55 Grad für 5 Stunden. Und dann habe ich noch eine Möglichkeit auf grün. Das wären 45 Grad auf 6 Stunden. Also das wird vollkommen ausreichend sein. Ich merke auch jetzt schon innen, wie der richtig heizt. Und das Thema ist, ich schwitze halt gerne an den Finger. Und ob der jetzt so atmungsaktiv ist wie ein Ruka oder wie ein Held, das lassen wir mal hingestellt. Das kann ich momentan noch nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe den vor 20 Minuten auf dem Motorrad gefahren. Wir haben heute Temperaturen zwischen, ja, sage ich mal, um die 7 Grad draußen. Und da war das ohne die Heizgriffe, also mit der Heizung hier vollkommen okay. Ich habe da jetzt nicht sonderlich geschwitzt und dann nicht gefroren an den Fingern. Also das ist dann schon eine gute Sache für jemand, der keine Heizgriffe am Motorrad hat. Also der hat am Zeigefinger hat er ein Touchscreen, eine Touchscreen-Einheit drin. Habe ich versucht, funktioniert bei mir irgendwie nicht so richtig. Ich habe das gleiche in den Ruka-Handschuhen, da ist das auch drin, da funktioniert das wesentlich besser. So, hier, das sieht man auch ein bisschen, hat er reflektierende Streifen drauf. Wenn man also bei Nacht fährt, ein Vorteil auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal die Materialbeschaffenheit von dem Handschuh. Also innen haben wir schon gesagt, Samt und Baumwolle, sehr, sehr wärmend. Dann kommen hier die Wärmeelemente, sind zwischengeschaltet. Dann kommt dieser Schwamm und das Oberflächengewebe ist aus Polyester 100% wasserdicht. Und ob das jetzt tatsächlich wasserdicht ist, das prüfen wir jetzt. Eine weitere Sache ist, an der Stulpe hinten, das hatte ich ja schon gesagt, hat er keinen Klett- oder keinen Reißverschluss. Der hat das Zuziehband drin. Also auch das deutet für mich eher auf einen Wintersport-Handschuh hin, wie auf einen Motorradhandschuh. Was dem fehlt, der hat keinen Visierwischer und der hat keine Knöchelschalen. Hier sind so angedeutete, aber wie gesagt, das müssen wir probieren, wenn man mal runterfällt, aber das möchte ich doch vermeiden. Für mich ist der Handschuh eindeutig ein Handschuh, den ich eher auf dem Roller oder beim Wintersport trage, wie auf dem Motorrad. Wenn ich natürlich jetzt bei sehr kalten Temperaturen sage, ich möchte das aber haben, hat er vielleicht eine Daseinsberechtigung. Man muss einfach sehen, dass der Handschuh selber noch relativ preisgünstig ist. Und jetzt machen wir mal noch einen Dichtigkeitstest, ob der auch tatsächlich dicht ist. Jetzt habe ich aber die Touchscreen-Funktion versucht, also es ging tatsächlich. So, ich habe hier mal einen Eimer Wasser hingerichtet und da gehe ich jetzt einfach mal mit der Hand rein. So.
So. Und das Ganze warten wir jetzt mal 5 Minuten. Hier so. So. Ich habe das jetzt 10 Minuten probiert. Der trieft natürlich jetzt. Mal trocken. Also auf jeden Fall kann man sagen, dass der 100% wasserdicht ist. Ja. Man kann vielleicht noch sagen, dass von der Atmungsaktivität her könnte er etwas besser sein. Aber das ist sicherlich auch im Preis geschuldet, muss man ja schon ganz klar sagen. Die Belüftung und alles Mögliche oder die Atmungsaktivität beziehungsweise die Atmungsaktivität wird natürlich immer besser, je teurer das so ein Handschuh wird. Soll man denken, ist nicht bei allen so, aber bei vielen. So, wie gesagt, vorher bin ich ja schon eine Runde gefahren mit den Handschuhen. Also winddicht, absolut. Wasserdicht haben wir gerade gesehen, sind sie auch. Atmungsaktiv, okay, können sie ein bisschen besser sein. Insgesamt denke ich mal für den Preis ein angemessener Handschuh. Was mich am meisten stören würde, sind die Sicherheitsfeatures, die bei diesem Handschuh wirklich fehlen. Also wenn man mal runterfällt, denke ich, hat er einfach weniger Schutz, wie einer, der halt oben die Knöchel noch gesichert hat oder hinten eine härtere Schale dran hat. Also das sind einfach, muss man wissen. Aber wenn man natürlich keine Griffheizung hat, ist es absolut ein Vorteil im Winter mit dem Roller oder so zu fahren. Bei Fragen meldet euch motorradtour.com. Eine zweite Sache, die mir die Naomi zugeschickt hat, ist diese Box. Und also es ist ja Weihnachten, da kann man dann schon ein bisschen Geschenke bekommen. Auch hier natürlich in Saal, also beheizbare Strümpfe. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es das so gibt. Aber, naja, da lernt er nie aus. Auch hier ein Adapter dabei zum Laden. Und die zieht man dann wohl nur so an. Also die Verpackung ist auf jeden Fall hochwertig. Die Verpackung ist auf jeden Fall hochwertig. Das sieht ordentlich aus. Und ich werde da zu gegebener Zeit vielleicht nochmal was schreiben oder auch nicht. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob ich sowas brauche. Weil wenn es mal so kalt ist, dass man die Füße anfriert, dann lasse ich sein, dann muss ich nicht gefahren sein. Und Weltreise sind noch keine geplant, auch in der momentanen Situation nicht. Motorradtour bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt mir jederzeit schreiben. Meine E-Mail-Adresse könnt ihr hier unten nachlesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wäre super. Daumen nach oben oder lasst ein Abonnement da, dann bekommt ihr immer die neuesten Sachen. Die Produktvideos werden aber bei mir auf jeden Fall nicht überhand nehmen. Also jetzt wünsche ich euch ein gutes Restjahr 2020. Wir hoffen, dass wir die Pandemie bald besiegen und bleibt gesund. Tschüss.